Hallo, ich begrüße euch. Dies ist der Teil 2 zum Thema Netzwerkstrukturen und Sicherheit. Vom Teil 1, da seht ihr ja hier das Bild von den letzten Sekunden. Da war der Gegenstand die Administratoren, die gegenüber ihrem Arbeitgeber illoyal gewesen sind, seien es nun Edward Snowden, der Daten von der NSA mitgenommen hat und jetzt seit Jahren in Russland lebt, oder von Schweizer Bankenadministratoren, die eben den deutschen Steuerbehörden Steuer-CDs zugänglich gemacht haben. Wie das einzuordnen ist, das kommt jeweils drauf an, ist man Arbeitgeber oder ist man derjenige, der sagt, ist aber gut, dass sowas rauskommt. Im Teil 2, den ich hier jetzt vortrage, da seht ihr ja schon hier bei dem YouTube-Screenshot, beziehungsweise ich habe das ja hier nur angehalten, da seht ihr auch, dass im Augenblick die Untertitel hier angezeigt werden und habe ich ja auch schon gesagt und das würdet ihr in den ersten 6 oder 7 Minuten des ersten Teils dann auch nochmal erklärt bekommen. Ihr könnt euch das nicht nur als Untertitel hier in deutscher Sprache anhören, sondern in weiteren 125 oder 128 Sprachen, die automatisch übersetzt werden. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass das überraschend gut ist. Das funktioniert also hier unten über, wenn ich jetzt hier auf HD klicke, da sieht man, hier steht jetzt Untertitel. Und da habe ich im Augenblick die automatischen nicht eingeschaltet, aber das mache ich normalerweise und dann kann man hier die automatische Übersetzung holen. Ne? Und da sieht man, wäre also auch möglich, das jetzt auf Arabisch einzustellen. Das seht ihr ja hier. So, das ist aber jetzt nicht das Thema, könnt ihr euch in dem ersten Teil anschauen. Jetzt geht es um die Bedrohung von Netzwerken und die Auswirkungen der Anfälligkeit im Cyberkrieg und natürlich dann auch noch die persönlichen Bedrohungen, sehen wir ja hier als fett gedrucktes, und nochmal das wichtige Thema Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit, was ihr auch unter dem Aspekt der möglichen Computerführerscheinprüfung betrachten solltet. Das, was ich jetzt hier als erstes vortrage, die Bedrohung von Netzwerken, da müsst ihr nur ganz wenig von wissen. Ich führe das hier aber sehr konkret aus, weil die Kurse, die ich hier halte, die sind ja meistens dann für mehrere Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche angelegt. Und da kann man sich natürlich auch mit den aktuellen Themen beschäftigen, wie ich sie hier angedeutet habe. Das Wort Cyberkrieg und was dann also heute da schon sichtbar wird. So, ich will also jetzt hier erstmal diese Vorschau zu den Akten legen. Schließen wir sie hier oben mal einfach. Und dann sind wir hier auch schon bei dem nächsten Punkt, der da angedeutet war, Cyberkrieg. Den Link findet ihr da in der Arbeitsmappe, die in der Beschreibung zum Video verlinkt ist. Das habe ich also mit Microsoft 365 gemacht, werde ich also permanent ergänzen. Und der Link führt dann zu einer Arbeitsmappe, die ihr lesend zugreifen könnt und ihr könnt euch die auch kopieren, wenn ihr wollt. Cyberkrieg. Cyber kommt von Kybernetik. Das ist die deutsche Übersetzung. Da geht es also um die Steuerung und Regelung von Geräten oder Schiffen. Da kommt es daher. Steuermann war in der Antike schon so ähnlich beschrieben. Wasserwerke und Elektrizitätswerke, die werden heute übers Internet von fern gesteuert. Und da ist es natürlich von kriegsentscheidender Bedeutung, schafft man das, dem Gegner seine Wasserwerke oder die Elektrizitätswerke oder überhaupt das Internet außer Betrieb zu setzen. Was da konkret gemacht werden kann, das sehen wir ja im Augenblick an dem Fall in der Ukraine. Das Wort Cyberwar ist also hier im ersten Teil gut beschrieben. Ich will es jetzt nicht vorlesen. Ich habe den Link bereitgestellt. Dann kommen wir hier mal zu konkreten Bedrohungen. Wenn man das Datum hier betrachtet, 6.3.18:31 Uhr, dann ist das erst zum Zeitpunkt der Videoaufnahme 1 oder 2 Tage her. Und da wird in der Tagesschau über das Verbot chinesischer 5G-Komponenten, also das sind die modernen Handynetze, wird berichtet. Und das hat wohl elementare Bedeutung, weil wenn da ein Land, was nicht unbedingt immer freundschaftlich gesonnen sein muss, die Möglichkeit hat, über solche Komponenten
zu verfügen und vielleicht vom Fern diese Komponenten dann irgendwie zu aktivieren und zu Dingen zu veranlassen und sei es auch nur Informationen zu senden, dann ist das also eine riskante Sache und da macht sich natürlich unsere Regierung zu Recht Gedanken drüber. Der Beitrag hier, was wurde eigentlich aus Huawei und 5G, der ist so etwa 2 Jahre her. In der Deutschen Welle kann man das nachlesen. Auch über die Zuständigkeiten Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die ich ja auch schon mehrfach erwähnt habe, diese Behörde. Und wenn ihr in meinen Kursen nachmittags Zeit habt zum Üben und euch damit beschäftigen könnt, dann lest euch hier ein, weil dann könnt ihr auch verstehen, was da in den Nachrichten über diese Bedrohungslage gesprochen wird. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen zur Excel-Arbeitsmappe, die ihr als Begleitmaterial zu diesem Video bekommt oder als Angebot habt. Da war ich gerade hier bei Huawei. Dann geht es weiter. Die Cyberakteure, die also über das Internet andere schädigen, die kommen aus Nordkorea. Und das ist jetzt nicht meine Meinung als Verschwörungstheoretiker, sondern die von Microsoft. Da haben wir hier wieder die Möglichkeit, das zu übersetzen ins Deutsche, weil meistens wird das noch auf Englisch bereitgestellt. Und da steht hier, dass der nordkoreanische Bedrohungsakteur mit Holy Ghost Ransomware auf kleine und mittlere Unternehmen abzielt, weil die sind am wenigsten geschützt. Da kommt man am leichtesten in die Infrastruktur. Das geht sicherlich bei großen Unternehmen schon schwieriger, aber auch Kleinvieh macht Mist bzw. macht Milliarden. Und das kann man sich dann hier anschauen. Ich gehe hier mal auf den Beitrag, den das ZDF darüber geschrieben hat. Da steht dann hier UN-Bericht Hacker für Kims Atomprogramm. Die Nordkoreaner haben ja keine Hochtechnologie, die sie uns verkaufen können, wie die Chinesen mit Huawei und anderen Unternehmen. Oder Rohstoffe können sie uns auch nicht viele verkaufen. Aber sie können eben Millionen Beutezüge machen, wenn sie hier im Internet Schwachstellen finden. Und da steht hier dann, dass sie in den letzten 6 Jahren 1,2 Milliarden Euro erbeutet haben. Und allein im letzten Jahr gehen die Schätzungen zwischen mehreren 100 Millionen, hier steht 630 Millionen oder sogar 1 Milliarde im Internet gestohlener US-Dollar. Und damit kann man viel machen, nämlich sein Atomprogramm finanzieren. Dieses Atomprogramm, das ist natürlich eine echte Bedrohung, selbst wenn man davon ausgehen kann, dass die Raketen abgefangen werden können, die meisten jedenfalls. Man muss gar nicht die Raketen dann in die Städte oder in die Befehlszentren des Feindes bringen. Es reicht, diese Atomwaffen im Weltraum einige 100 Kilometer über der Erde zu zünden, dann stirbt kein Mensch. Aber die Elektronik, die nicht geschützt ist, die ist am Ende. Das ist jetzt kein Science Fiction, sondern das ist die Realität, die in den 60er Jahren erprobt wurde. Man sieht es hier, Starfish Prime Explosion in der oberen Atmosphäre, und das war etwa 1.500 Kilometer entfernt von Hawaii. Da ist das Bild hier aufgenommen worden. Das sieht dann aus wie ein etwas hellerer Stern oder wie Vollmond in der Ferne. Man sieht das ja hier, dieser leuchtende Punkt, das ist die Explosion. Und kurz darauf gingen dann die Lichter aus. Warum? Solche Explosionen machen einen elektromagnetischen Impuls und der induziert große Ströme und Spannungen in den Leitungen, die ungeschützt sind. Und das sind Oberleitungen praktisch alle und auch viele Leitungen, mit denen unsere Geräte verbunden sind. Und sogar in den Geräten, da schmoren dann die ICs durch, weil da gibt es dann auch Induktionsspannungen oder Überspannungen. Und da sind diese Bauteile, die für 3 oder 5 Volt ausgelegt sind, völlig überfordert und die brennen durch. Das heißt, die ganze Elektronik ist anschließend Schrott, wenn sie nicht besonders gehärtet oder geschützt ist. Das ist wahrscheinlich der Fall in den Gerätschaften in der Air Force One, der Maschine des US-Präsidenten, aber nicht unbedingt bei jedem Wasserwerk oder bei jedem Versorger am Boden. Und da kann man natürlich eine ganze Menge erwarten. Man kann die Auswirkungen dieser
Explosion nachlesen. Es fielen also großflächig die Teile aus, viel mehr als man erwartet hatte. In der englischen Version ist das sehr umfänglich beschrieben. Hier kann man also nur eine Übersicht bekommen. Was passiert, wenn so ein Blackout eintritt? Das heißt, wenn also so etwas wie damals im Pazifik über Europa gezündet wird, dann stirbt am Boden kein Lebewesen, aber die Elektronik. Und dann ist die Welt wahrscheinlich zumindest in der Gegend in Europa oder West- oder Ostküste der USA, die ist dann eben plötzlich offline. Was passiert, wenn Leitungen ausfallen? Steht ja hier unten drunter. Also Deutschlandfunk Kultur hat diesen Beitrag bereitgestellt, also auch keine Fake News von dubiosen Kanälen, sondern Deutschlandfunk. Und da kann man hier lesen, kein Notruf, kein Strom, kein Trinkwasser. Ein längerer Ausfall könnte die Welt ins Chaos stürzen. Dann kann man nämlich nichts mehr einkaufen, weil die Bezahlsysteme gehen nicht. Und wenn die Stromwerke nicht gehen, verdirbt sowieso alles, was in Kühltruhen an Lebensmitteln vorhanden ist. Und Wasserleitungen, wenn die nicht mehr funktionieren, dann können wir uns vorstellen, wenn das Wasser nicht mehr verfügbar ist, Trinkwasser, dann ist also wirklich eine schlimme Sache. Ich habe Teilnehmer im Kurs gehabt, die haben in solchen Gegenden gelebt, wo solche Katastrophen auftraten. Natürlich kein nuklearer Zwischenfall, aber eine Naturkatastrophe. Eine Teilnehmerin berichtete von der letzten Überflutung in New Orleans. Da hat man tagelang keinen Strom gehabt. Die Bezahlsysteme funktionierten nicht, die Menschen konnten nichts einkaufen. Was haben sie getan? Sie haben geplündert, weil sie anders nicht an Essen oder Nahrung oder Trinkwasser rankamen. Und dann hat das Recht nicht mehr viel gegolten. Jeder war nur noch mit seinem Überlebenskampf beschäftigt. Und sowas kann natürlich dann auch passieren. Will ich also jetzt nicht weiter ausführen. Ihr könnt ja entsprechende Berichte dann mal googeln. Nach den großflächigen Bedrohungen durch Cyberkrieg und die globale Bedrohung von Netzwerken kommen wir jetzt wieder zu den persönlichen Bedrohungen. Da ist das Handy ein ganz wichtiger Akt. Nicht nur, dass man das nicht am Steuer nicht einsetzen soll, sondern man sollte auch vorsichtig sein. Wenn man da permanent Statusmeldungen über seinen Standort abgibt, dann macht man das ja noch freiwillig. Und dann ist das eine Einladung für Ganoven, die Wohnung auszuräumen. Aber auch ohne, dass man das bewusst macht, gibt es permanent Standortmeldungen. Wie dramatisch das sein kann, das sehen wir dann zum Beispiel am Neujahrstag oder in der Silvesternacht des Jahres 2022. Da wurde durch die Ortung von Smartphones ausgelöst, dass die Ukrainer 6 HIMARS-Raketen auf einen Standort von russischen Soldaten abfeuerten. Makiewka, so heißt der Ort. Ich habe das hier auch verlinkt. Da ist die Quelle auch genannt. Golem. Russland macht Handyortung für Angriff verantwortlich. Wenn man dann mit seinem Handy jederzeit absondert, in welchem Bereich man sich aufhält, weil die Funkmasten stehen ja da in der Nähe, dann ist es natürlich ein leichtes, solche Raketen abzuschießen auf diesen Standort, die ja heute hochpräzise arbeiten. Und wenn dann eben von 6 abgeschossenen Raketen 4 ankommen, dann sind hier nach russischen Angaben 89 Soldaten gestorben und nach Angaben der Ukrainer mehrere hundert und auch 300 Verletzte hat es gegeben. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Also man muss sich schon informieren, welche Elektronik man nutzt und welche Einstellungen man da vornimmt. Und wenn es die Anweisung gibt, solche Smartphones nicht zu nutzen, ob das nun im Auto ist oder eben im Kriegsgebiet, dann hat das sicherlich seine Gründe. Dann geht es weiter. Es gibt aber auch weitere persönliche Bedrohungen. Ransomware zum Beispiel, die kann vor allen Dingen dann erfolgreich sein, wenn man mit alten Betriebssystemen arbeitet. Da habe ich hier ein Beispiel genannt, der WannaCry-Virus. Den gab es vor einiger Zeit und da waren wichtige Einrichtungen betroffen. Ich habe hier die Fundstelle mal kenntlich gemacht, hier in dem Bereich. Da sehen wir dieser Cyberangriff mit diesem
Diese Schadsoftware, diese Ransomware, der hat dazu geführt, dass der britische National Health Service mehrere Tage manche Krankenhäuser nicht betreiben konnte. Logistikunternehmen wie FedEx waren außer Betrieb gesetzt, französischer Automobilkonzern. Und hier in Deutschland war die Bahn betroffen, die Anzeigetafel, die funktionierten nicht. Steht hier. Es ist also schon sehr dramatisch gewesen, auch in China. Deshalb kann man wohl ausschließen, dass die Attacke aus China kam. Da konnte man an 20.000 Tankstellen nur noch bar bezahlen. Und das ist da eine absolute Katastrophe. Weiß ich von den chinesischen Mitbewohnern, dass da Bargeld praktisch out ist. Und wenn man da eben an der Tankstelle nur noch bar zahlen kann, heißt das, man kann praktisch nicht tanken, weil man kein Bargeld dabei hat. So, das ist also hier der WannaCry. Gibt es aber, wie gesagt, heute auch. Hatte ich ja eben schon erwähnt, dieser Holy Ghost ist ähnlich. Damit wird Geld erpresst für Nordkorea. So, schließen wir das hier mal wieder. Jetzt habe ich hier die Bedrohungen für Netzwerke und auch die persönlichen Bedrohungen etwas ausgeführt. Da gibt es nicht allzu viele Fragen. Was ihr aber wissen müsst, das bespreche ich jetzt. Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit setzen Zugriffskontrolle voraus. Dazu solltet ihr euch Allgemeinwissen zulegen. Das ist hier in der Wikipedia gut zu bekommen. Unter dem Titel Zugriffskontrolle ist hier beschrieben, worum es da geht. Administrative Zugriffskontrolle, das heißt Benutzername und Kennwort, wobei ja schon mehrfach gesagt, die Kennworte möglichst komplex sein sollten. Die 8 Buchstaben, die bei der Prüfung vielleicht nur als richtige Antwort in Frage kommen, die reichen nicht aus. An manchen Tagen gibt es bei meinen persönlichen Webseiten oder die von der Firmenwebsite 200 Versuche, einen Administratorzugang zu versuchen. Und da muss man natürlich den Namen des Administrators wissen. Wie heißt der? Admin wäre kein guter Name. Und man muss auch wissen, was der für ein Kennwort hat. Und das ist also die administrative Zugangskontrolle. Physische Zugriffskontrolle, damit ist gemeint, man sollte natürlich die Geräte nicht frei rumstehen lassen, wo man wichtige Daten abfragen kann oder was verändern kann. Da sollte man also schon aufpassen, dass nur Personen Zugang haben, die auch befugt sind, oder dass diese Rechner einfach weggenommen werden. Dann gibt es die technische Zugangskontrolle oder technische Zugriffskontrolle. Da gibt es die Fritzbox, die eine Firewall beinhaltet gegenüber dem Internet. Und dann gibt es natürlich auch euren PC, der auch nochmal eine Firewall hat. Die Windows Firewall, die rufe ich jetzt gleich mal auf, damit man also das auch mal sieht. Jetzt habe ich es schon mit FI, Windows Firewall habe ich. Und da sieht man hier ein paar Einstellungen, sind alles die Standardeinstellungen, beziehungsweise ich habe das so eingestellt, dass ihr ja nichts Vertrauliches hier seht von mir. Und da ist jetzt zum Beispiel einzusehen, was für Regeln gibt es dann, wenn ich zum Beispiel eine Videokonferenz durchführe. Dann muss ich schon beim Installationsvorgang von Zoom, muss ich also sagen, dass Zoom die Firewall passieren darf. Ich gehe mal auf die eingehenden Regeln, ich decke hier aber alles ab, was hier vielleicht nicht gut ist, dass das jeder sieht, aber Zoom ist bei mir installiert. Und da seht ihr hier unten Zoom Video Meeting, da sind also Regeln definiert für den Zugriff bzw. für eingehende Informationen. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, so tiefgehend wird das nicht gefragt. In den Firmen sind übrigens die Administratoren diejenigen, die zuständig sind für die Einstellung der Firewall. Und wenn ihr zu Hause euer privates Notebook konfiguriert, da ist mein Rat, bevor man sich da tiefgehend einlässt, die Standardeinstellungen bzw. die von Microsoft vorgeschlagenen Einstellungen sind in der Regel passend. So, das schließen wir dann hier. Und jetzt sind wir wieder hier. Noch ein paar Hinweise zu den Links. Schutz vor unerwünschten Netzwerkzugriffen. Das Allgemeinwissen ist wie immer gut in der Wikipedia zu finden. Das, was ich gerade gesagt habe. Externe Firewall realisiert im privaten Bereich über die Fritzbox und die interne Firewall realisiert durch
den Windows Defender bzw. bei Windows über die Sicherheitseinstellungen. Das ist also hier beschrieben. Das Thema ist sehr lang. Man sieht das hier an dem Inhaltsverzeichnis. Das geht schon über 2 Bildschirme. Wenn ihr da also tiefgehende Kenntnisse haben wollt, hier ist ein guter Platz. Das soll zur Firewall genügen. Jetzt haben wir noch die WPA2-Verschlüsselung. Auch ein sehr beliebtes Thema in Prüfungen. Gibt es also mit Sicherheit eine Prüfungsfrage. Auch das ist gut in der Wikipedia beschrieben. Warum diese Verschlüsselung? Die Drahtlosnetzwerke, die müssen deshalb verschlüsselt sein mit einem sicheren Mechanismus, weil sonst jeder, der in die Reichweite kommt, über dieses Netzwerk dann im Internet kommunizieren kann, oder er könnte auch auf freigegebene Laufwerke in dem Netzwerk zugreifen. Deshalb darf das nicht geschehen. Deshalb gibt es diese Verschlüsselungsmethode. WPA2 ist das, was im Augenblick der Standard ist. Was man da macht, um das einzurichten, das ist, wenn ihr ein neues Gerät bekommt oder mit eurem Notebook oder eurem Smartphone in ein fremdes Netz geht und ihr seid vertrauenswürdig, dass man euch den Zugang gewährt, dann müsst ihr da immer diesen länglichen Zifferncode hier eingeben, diese Ziffernfolge. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann könnt ihr in diesem Netzwerk dann auch eure Geräte nutzen. Die Funktionsweise ist hier beschrieben. Wichtig ist, dass ihr den WPA2-Standard als derzeit übliche Verschlüsselungsmethode kennt. Das, was ursprünglich verfügbar war, hier steht es Wired Equivalent Privacy, das war bei den ersten WLANs noch der Fall. Das kann heute von jedem Schüler aus dem Leistungskurs Informatik geknackt werden. Solche Tools sind da ziemlich frei zugänglich. Wir wissen, was WPA2 ist, und es gibt auch schon mittlerweile WPA3. Das sollte man sich also für die Prüfung merken. Tiefergehende Details sind also hier beschrieben. Ich schließe das hier mal wieder. Dann bleiben wir immer noch bei den Funknetzen. Da gibt es dennoch für sehr kurze Übertragungswege Bluetooth, aber auch da gibt es Risiken, weil wenn so ein Smartphone damit arbeitet, dann ist es wichtig, dass man diese Sicherheitshinweise vom BSI berücksichtigt. Da gibt es Empfehlungen und Zusammenfassungen. Wir haben also jetzt 2 Funknetze kennengelernt. Im Bereich von einigen Metern bis einige 100 Meter ist es das WLAN. Mit WPA2 wird in der Regel verschlüsselt. Und dann gibt es für den Nahbereich noch Bluetooth. Dass es da Risiken gibt, das sehen wir hier in der Zusammenfassung vom BSI. Das war's, was ich hier an moderierten Links bereitstelle. Ich weise hier zum Schluss noch auf die Adressen hin, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt. Ich mache ja auch noch weitere Angebote oder biete auch Kurse an. So viel für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.